Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute für euch von Sneagle Designs das 90 Liter Backpack System. Die Striezfest von Sneagle Designs hat uns neugierig gemacht. Wir haben uns mal das 90 Liter Backpack System von Sneagle Designs kommen lassen. Hier ist er, ein echtes Prachtexemplar. Ein riesengroßer Rucksack mit amtlich Volumen, aber super skalierbar von der Größe. Was genau man da skalieren kann, das zeige ich euch gleich. Gehen wir erst einmal über die Spezifikation. Das Sneagle Designs 90 Liter Backpack System ist designt in Schweden und made in the EU. Wir haben 600D Cordura, 80 cm in der Gesamtlänge, 38 cm in der Breite und ca. 20 cm in der Tiefe. Die Tiefe werdet ihr gleich noch sehen, die lässt sich natürlich auch noch mal entsprechend variieren, je nachdem wie viel ihr zuladet. Ja, das Wichtigste an so einem großen Rucksack ist natürlich das Tragesystem. Das heißt, das gucken wir uns jetzt als nächstes an. Aufgrund der hohen Zuladefähigkeit haben wir hier natürlich auch ein amtliches Tragesystem, was natürlich auch wiederum bedeutet, dass er ein hohes Grundgewicht hat. Das Backpack-System wiegt knapp 5 Kilo leer, wenn ihr wirklich alles angebaut habt. Wir haben hier ein Trägersystem bestehend aus 2 Alustreben mit einem Plastik-Framesheet, was hinten dran läuft. Der Backpack ist so designt, dass er nahe am Plattenträger anliegt, möglichst wenig Luftzirkulation dazwischen ist, dass er wirklich ganz nah am Körper anliegt. Hier in der Mitte ist ein Meshpad untergebracht, ebenso an den Trägern. Die Träger haben beide nochmal eine Versteifung entsprechend. Natürlich, wie es sein muss, auch einen Brustgurt, elastische Bänder, um Kabel und Schläuche durchzuführen. Hier sagt Sneagle, dass man auch zum Beispiel vom Funkgerät den Kopfhörer bzw. das Hörertelefon hier unterbringen kann. Und natürlich auch bei so einem großen System brauche ich Ladekontrollriemen. Die sind hier vorhanden. Damit kann ich dann entsprechend nochmal nachregulieren, wenn ich das möchte. Die Besonderheit hier ist aber der Beckengurt. Anders als bei vielen Herstellern ist der Beckengurt nicht fixiert in der Mitte, sondern natürlich ist er fixiert, aber er ist nicht fix fixiert. Ihr habt hier eine Arretierung, also eine Befestigung mit einem Strap. Und der Hüftgurt lässt sich hier seitlich bewegen. Das ist eine super geile Sache, weil natürlich trotzdem die Last auf die Hüfte übertragen wird, aber der Rucksack nicht gegen den Körper arbeitet. Bei jedem Schritt, den ihr macht, bleibt quasi das Becken ist in Bewegung und der Rucksack bleibt gerade, muss sich nicht mitbewegen, weniger Ermüdung. Sehr, sehr cooles System. Lässt sich auch nochmal in der Höhe justieren. Das heißt, wenn ihr einen kurzen Rücken habt, könnt ihr das ganze System hier nochmal ein Stück nach oben setzen oder eben auch nicht. Ansonsten Meshpolster. Zugriemen mit einem Fastex-Verschluss vorne, die nach vorne gehen. Das heißt, man hat auch hier wieder an den Nutzer gedacht, um möglichst viel Druck aufbauen zu können. Nach vorne ziehen, Pull-Forward-System und Wolleschlaufen, wenn ihr das noch braucht. Da das Unternehmen aus Schweden kommt, habt ihr hier auch nochmal zusätzlich 2 Ringe, um einen Lastenschnitten einhängen zu können. Und wenn ihr wollt, habt ihr hier nochmal umlaufend Gurtband mit Lochsystem, wo ihr entsprechend auch nochmal zusätzlich Ausrüstung anbringen könnt. Für den Soldaten im Gefechtsfeld habt ihr nochmal die Möglichkeit, mit einem Plattenträger das System zu verbinden. Das heißt, ihr habt hier einen Spork, der wird hier eingesetzt und dann kann in eurem normalen Battlebelt mit Plattenträger in Verbindung der Rucksack im Battlebelt stecken. Das heißt, ihr könnt ihn sehr, sehr schnell abwerfen und habt trotzdem euren Battlebelt weiterhin im Einsatz. Das heißt, ihr könnt den voll bestücken, müsst nicht mit dem Beckengurt arbeiten, habt trotzdem eine Lastenübertragung auf die Hüfte. Natürlich macht es jetzt keinen Sinn, euch den Rucksack so im Ganzen vorzustellen. Das heißt, wir widmen uns jetzt jeder einzelnen Komponente einfach mal kurz. Topfach, Seitenfächer und dann der eigentliche Rucksack. Der Rucksack hat insgesamt 90 Liter plus Volumen. Im Topfach alleine bringt man schon etliche Liter unter. Wir haben hier als allererstes Feature die Helmspinne. Hier habt ihr jetzt einen Gefechtshelm untergebracht. Der wird einfach mit diesen 4 Tabs und Bungee-Cord fixiert. Ist jetzt hier natürlich mit Gehörschutz ein bisschen schwieriger runterzubekommen. Wenn ihr einen normalen Gefechtshelm habt ohne Gehörschutz, dann geht das ein bisschen einfacher. Aber das geht auch so, wie ihr seht, relativ zügig. Und dann habe ich hier den Helm, kann den schon mal zur Seite packen. Und das wäre dann die Helmspinne ohne. Könnt ihr dann auch, wenn ihr keinen Helm drin habt, das alles schön flach anziehen. Dann stört es nicht und liegt da oben drauf. Der Rucksack ist so konzipiert, dass ihr, wenn ihr eine Pause macht und den Rucksack auf den Rücken legt, also quasi nicht so wie ich ihn jetzt hingelegt habe, sondern genau andersrum hinlegt, dass alle Taschen, wenn ihr drauf sitzt, zugänglich sind. Also die Seitentaschen, die Fronttaschen und natürlich auch hier das Topfach. Das heißt, ihr habt hier, wenn der Rucksack dann so liegt, hier vorne eine große Stautasche. Da passen rein Handschuhe, ein komplettes Oakley Alpha Kit, Kopflampe
und nochmal ein bisschen Licht und was ihr sonst noch so an Kleinigkeiten habt, kriegt man in dieses große Hauptfach. Ist mit einem Zipper bedienbar und vorne ist nochmal ein großes Patchfeld sowie ein kleiner Loop, um hier mal irgendwas dranhängen zu können. Das zweite Fach oberhalb dieses vorderen Fachs lässt sich von beiden Seiten öffnen. Das heißt einmal von vorne, genauso wie von hinten. Dabei sind die Zipper hier alle abgedeckt unter einer Flappe. Das heißt, da kann auch kein Dreck reinkommen. Das ist ein relativ flacher Einschub, perfekt für einen Poncho oder für nochmal eine Loftjacke oder irgendwas Flaches, was man hier reinpacken kann. Das ist natürlich dann ganz oben, muss man sich natürlich bewusst sein, dass wenn es regnet und das 600 Deco Dura durch ist, dass das natürlich dann auch nass wird. Das heißt, Poncho immer an oberste Stelle. Ich habe das System jetzt einmal nach links gedreht, damit ihr auch mal die Innenseite sehen könnt. Hier habt ihr rechts und links wieder das tolle Gurtband mit den Löchern. Das heißt, dieser Pack lässt sich auch als Buttpack tragen, wenn ihr mit einem Strap arbeitet. Da sind noch 2, 3 Kompressionsriemen mit dabei, die genau dafür gedacht sind. Das habt ihr an den Seiten, habt ihr auch noch mal oben. Also da lassen sich diverse Taschenkonfigurationen mitbauen. Und hier habt ihr auch noch mal 2 Staufächer, flach, jeweils hier ein kleines und oben drüber noch mal ein etwas größeres. Das war das Topfach. Weiter geht's mit den Seitentaschen. Hier habt ihr ein ähnliches System, wie bei der englischen Armee eingesetzt wird oder auch von Berghaus. Abnehmbare Seitentaschen über 2 Zipper. Sehen dann so aus. Die sind natürlich noch mal genial, wenn ihr gerade im Winter unterwegs seid. Also ich nutze es so, Sommer-Setup ohne Seitentaschen und Winter-Setup hier mit den beiden Seitentaschen. Da ist dann Zelt und eine dicke Isomatte drin. Habt ihr perfekt nochmal Volumen erweitert. Könnt hier nochmal mit den Schlaufen zusätzlich Ausrüstung anbringen. Habt jeweils einen doppelten YKK-Zipper 10 auf jeder Seite. Einmal hier und einmal hier. Ansonsten hat diese Tasche keine weitere Unterteilung. Lässt sich natürlich auch solo tragen, dann hier wie ein Slingback mit einem Riemen. Oder wenn ihr beide Taschen absippt und die zusammenzippt, macht das gerade einmal kurz. So. Dann habt ihr hier natürlich ein doppeltes Tragesystem und habt einen Rucksack, kleinen Daypack gebaut aus den beiden Seitentaschen. Sehr cooles Konzept. Da sind wir auch schon am Hauptpack angekommen. Einmal kurz außen nochmal über die ganzen Features drüber schauen. Ihr habt auf der Unterseite Molleschlaufen, um nochmal eine Isomatte anbringen zu können. Ihr habt vorne auch Schlaufen. Das sind jetzt keine typischen breiten Molleschlaufen, sondern die halben Molleschlaufen. Finde ich sehr gut. Material gespart, reicht auch, um irgendwas festzumachen. Und das habt ihr auch an den Seiten, wo die Seitentaschen normal drauf sitzen. Das ist nämlich eine schöne Sache. Wenn ihr hier nämlich die Seitentaschen drauf baut, könnt ihr auch untertunneln, also hier eine Langwaffe drunter zu bauen oder so und zu befestigen wäre hier möglich. Gar kein Thema. Oben habt ihr einen Toploader-Zugang mit nochmal einem Kompressionsriemen. Der ist jetzt hier schon offen. Alle Gurtbänder haben übrigens hier auch schön Klettorganizer, damit nichts an überschüssigem Gurtmaterial rumhängt. Dann hier einen richtig schönen großen Schneefang und nochmal einen Frontzugang. Den zeige ich euch gleich. Wir machen erst das Schlafsackfach. Das ist das Einzige, was ich an dem Rucksack zu kritisieren habe. Das Schlafsackfach ist riesengroß, also da geht auch echt ein amtlich großer Winterschlafsack rein. Aber leider ist der Zugang hier relativ klein. Ich habe es nicht geschafft, meinen Snackpack da komplett reinzubekommen mit Packsack. Deswegen habe ich ihn dann einfach so reingestopft. Geht ja auch. Aber wie gesagt, mit Packsack wird es schwierig. Das Fach lässt sich nochmal mit einem Zipper zum Hauptfach öffnen. Das heißt, ihr könnt auch durchladen. Und dementsprechend, wenn ihr nicht unbedingt sagt, ich will den Schlafsack direkt rausziehen können, könnt ihr das auch offen lassen. Dann könnt ihr auch mit Packsack rein. Und hier habt ihr nochmal eine kleine Organizer-Tasche mit Zipper. Nochmal für wirklich ganz, ganz kleine Kleinigkeiten. Riemen ist auch klar, dass man hier vorne nochmal was anbringen kann, um das Topfach zu fixieren und überall wieder zu finden, rund um den ganzen Rucksack, das gelochte Gurtband, mit dem ihr überall nochmal zusätzliche Ausrüstung anbringen könnt. Letztes Feature auf der Außenseite, dann geht es rein in den Pack. Ihr habt hier,
wo die Streben hochlaufen. Also die Alustreben gehen wirklich bis hier oben hin. Also nochmal gute 10 cm über die Schulterträger. Da auch die Lastenkontrollriemen. Also das macht wirklich Sinn, wenn der auch voll beladen ist bis oben hin. Hier hat man sich gedacht, wenn der Soldat unterwegs ist und einen Helm auf hat oder auch nicht und mal nach oben gucken muss, stört das da hinten. Deswegen hat man hier das Plastik-Frame-Sheet in so einer schönen Wölbung gestaltet, dass man wirklich auch den Kopf in den Nacken legen kann. Kann man auch beim Laufen ein bisschen so den Kopf hinten ablegen. Sehr, sehr cooles Feature. Habe ich so noch nirgendwo gesehen. Das Hauptfach lässt sich aber auch von der Front bedienen. Hier habt ihr auch einen umlaufenden Reißverschluss in U-Form und kommt hier nochmal an den eigentlichen Inhalt ran. Wie das so üblich ist bei so einem großen Pack, ist das Hauptfach komplett ohne Organisation. Ihr habt keine einzige Innentasche, um da ein bisschen aufzuräumen. Aber ihr seht es hier, das Material ist schön rau. Das heißt, hier hält Klebeband beziehungsweise Klett mit Klebebandrücken hält hier super. Habe ich hier von LBX 2 kleine Meshtaschen eingesetzt und hier auch an den Seiten. Dann nehme ich mal eine raus, dass ihr es gut sehen könnt. So, hier sieht man jetzt mal die Seite. Und da habt ihr wirklich die Möglichkeit, nochmal Klett anzubringen, um dann an den Seiten zu organisieren. Das war es auch schon mit dem Hauptfach. Eins habe ich noch vergessen, auch hier wieder im Hauptfach Gurtband mit Löchern, um hier nochmal zusätzlich Ausrüstung anbringen zu können. Da sind wir auch schon bei der Zusammenfassung angekommen. Also ich muss echt sagen, der Rucksack trägt sich super bequem. Schwere Lasten gar kein Problem. Trotz des hohen Eigengewichts sehr komfortabel. Ihr habt natürlich hier eine super Möglichkeit nochmal zu skalieren von der Größe, indem ihr die Seitentaschen weglasst oder auch das Topteil. Das Sneagle Design 90 Liter Backpack System bekommt ihr bei Riken Company. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zum Pack? Schreibt uns in die Kommentare. Wir finden das echt eine coole Sache. Einfach mal reinschauen, auch bei Sneagle direkt mal auf der Seite schauen. Da gibt es noch mehr Informationen, gerade auch in Verbindung mit Plattenträger und Battlebelt. Und ansonsten wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir genießen das schöne Wetter. Bis dann, macht's gut, bye bye.